Zum Frühstück gibt es heute im Hotelzimmer leckeren Kuchen mit Mandeln und Rosinen. Hier in San Martín de Valdeiglesias gibt es keine Pilgerberge. Ich habe im Hotel Labranza übernachtet. Das Hotel in einem alten Gebäude aus dem 18. Jahrhundert ist sehr gemütlich mit Balkendecke, Fachwerkmauern und Keramikschaltern. Die 23. Etappe auf dem Camino de Santiago de Levante starte ich heute ziemlich spät, um 7:45. Der Camino de Santiago de Levante von Valencia nach Zamora hat eine Länge von 820 Kilometer. Die 23. Etappe von San Martín de Valdeiglesias nach Cebreros ist nur 18 Kilometer lang. Ich hatte gestern hier in San Martín einen Ruhetag eingelegt, da ich Probleme mit Blasen an den Füßen habe. Heute geht es meinen Füßen auch deutlich besser als vorgestern und durch 2 kurze Etappen heute und morgen hoffe ich, die Fußprobleme endlich hinter mir zu lassen. Nach einer Viertelstunde habe ich San Martín verlassen und nun folgt der Camino de Levante 2 Kilometer einem Schotterweg. Bei frischen 14 Grad läuft es sich in der Morgensonne sehr angenehm und ich bin in bester Pilgerlaune. Gestern Abend habe ich im Hotel nach 5 Tagen mal wieder einen anderen Pilger gesehen. Es war ein älterer Belgier. Er ist etwa zeitgleich mit mir in Valencia gestartet. Er kürzt manche Etappen ab und will heute nach Ávila mit dem Bus fahren. Die nächsten 4 Kilometer geht es entlang einer Landstraße. Wie oft in Spanien gibt es breite Seitenstreifen und so ist das Laufen hier kein Problem. Peter ist gut zu Hause angekommen. Er hat schon wieder Sehnsucht nach den Caminos, selbst nach den endlosen Steinwegen in den heißen Olivenhainen bei Tembleque. Wie schnell sich doch auf einem Camino die Landschaften ändern. Hier erreiche ich die autonome Gemeinschaft Kastilien und León. Kastilien und León ist etwas größer als Portugal und besteht aus 9 Provinzen, von denen der Camino de Levante Ávila, Valladolid und Zamora durchquert. Bald gelange ich zu den Torres de Guisando, eine Gruppe von 4 Stierskulpturen aus dem 5. bis 3. Jahrhundert vor Christus. Im Nordwesten Spaniens und im Nordosten Portugals gibt es etwa 400 solcher Tierfiguren aus Granit. Diese hier sind sehr gut erhalten, doch viele der als Verraco bezeichneten Skulpturen wurden in 2500 Jahren stark von Wind und Wetter abgeschliffen. Ein Polizeiauto kommt mir entgegen, da fällt mir Rodrigo ein Pilger, den ich vor 2 Wochen bei La Roda getroffen hatte. Als er einmal auf einem offiziellen Pilgerweg entlang einer Landstraße lief, hielt ein Polizeiwagen an und die Polizisten wollten ihn ohne Warnweste nicht weiterlaufen lassen. Erst nach einer längeren Diskussion ließen sie ihn ohne Weste weitergehen. Hier kommt mir ein Fahrzeug entgegen, das die Bäume mit einer übel riechenden Flüssigkeit besprüht. Ich kann gerade noch rechtzeitig auf die andere Straßenseite wechseln. Die Laubbäume werden hier langsam gelb und ich bekomme Lust auf Herbstwanderungen bei mir zu Hause. Ist das etwa ein Anflug von Heimweh? Der Jakobsweg zweigt von der Straße ab und die restlichen 11 Kilometer verlaufen fast ausschließlich auf schönen Wanderwegen.
11:30 Zeit für eine Pause. Bei so vielen Steinen fällt die Wahl des optimalen Sitzplatzes nicht leicht. Das Wichtigste ist eine schöne Aussicht. Beim restlichen Kuchen von heute Morgen, Keksen und einer Banane lässt es sich hier gut aushalten. Vier Kilometer vor Cebreros, dem Ziel der heutigen Etappe, überspannen zwei Römerbrücken den Rio Alberche, zuerst die Puente de Santa Justa und dann die größere und ältere Puente de Valsordo. Hier verlief früher eine wichtige Handels- und Viehstraße zwischen Toledo und Valladolid. Die ältere Brücke wurde von den Römern schon seit 280 vor Christus benutzt. Durch Überschwemmungen wurden die Brücken mehrfach zerstört und wieder aufgebaut. Gleich hinter den Brücken ist ein Rastplatz mit Bänken und Tischen. In der Ferne sehe ich Cebreros, 4 Kilometer entfernt und 160 Höhenmeter weiter oben. Bald nach den Brücken steht links am Weg ein Torbogen mit einer kleinen Kapelle. Erst später lese ich, dass dies der Aufgang zur Wallfahrtskapelle Ermita de Valsordo ist. Der kleine Abstecher hätte sich sicherlich gelohnt. Der Aufstieg nach Cebreros ist in der warmen Nachmittagssonne anstrengender als gedacht und da kommt mir diese schattige Sitzgelegenheit gerade recht. Cebreros hat 3100 Einwohner. Wie schon in San Martín de Valdeiglesias gibt es auch hier keine Pilgerherberge. Für 40 € habe ich im Hotel Dracos ein Zimmer gebucht. Es ist ein großes Hotel, aber ich scheine der einzige Gast zu sein.
Am Abend schaue ich mir Cebreros an. An der Plaza de España steht die Iglesia de Santiago Apóstol. In der Iglesia Vieja wurde 2009 das Museo Adolfo Suárez y la Transición errichtet. Das Museum erinnert an den ersten demokratisch gewählten Ministerpräsidenten nach der Franco-Diktatur und an die Zeit des Übergangs von der Diktatur zur Demokratie. Adolfo Suárez wurde 1932 hier in Cebreros geboren. Nach dem Tode Francos wurde er 1976 vom spanischen König Juan Carlos zur Regierungsbildung beauftragt und ein Jahr später bei den ersten demokratischen Wahlen zum Regierungspräsidenten gewählt. Im Supermarkt kaufe ich Proviant für morgen und mein Abendessen. Auf dem Hotelzimmerbalkon gibt es dann Nudelsalat mit Aussicht.